Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wer die News die letzten Wochen verfolgt haben sollte, der weiß ja, dass es in der Vergangenheit dazu kam, dass die Arkane Toilette überarbeitet worden ist, beziehungsweise eine Beta gestartet wurde, sodass wir quasi eine neue Auflage davon bekommen und die Aura-Stufe auf 1000 angehoben wurde. Das Ganze wurde ja dann schon runtergesetzt auf mittlerweile 500 und ja, da gibt es jetzt News zu, wie es jetzt dahingehend weitergeht und da möchte ich euch auf jeden Fall mal auf dem Laufenden halten, denn das Ganze startet schon tatsächlich nächste Woche. In der kommenden Woche findet eine Closed Beta statt, in der wir die nächste Iteration der Funktion Arkane Toilette testen. Im Folgenden erklären wir die Anpassungen, die aufgrund des Spielerfeedbacks vorgenommen wurden, das wir während der letzten Closed Beta und in deren Nachlauf erhalten haben. Allgemein, die Aura-Stufe wird auf 500 begrenzt und die zum Erreichen einer Aura-Stufe erforderliche Mana-Werte wurden angepasst. Je höher die Gegenstandsqualität, desto höher die Attribute. Der Waffenschaden wurde angepasst und steigt bei hoher Gegenstandsqualität weniger stark an. Das hatten wir ja soweit alles hier schon. Opfern bis Aura-Level Stufe 230 kann ein Gegenstand geopfert werden, bis Aura-Level 400 2 Gegenstände und ab Aura-Level 401 3 Gegenstände pro Tag. Der Effizienzfaktor einer Opferung beträgt immer 100%. Das Opfern epischer und legendärer Gegenstände bringt jeweils 50 Mana ein, während die anderen Mana-Werte unverändert bleiben. Es können jetzt auch Gegenstände ohne Goldwert geopfert werden, was auch ganz cool ist. Spillover stellt sicher, dass kein Mana verschwendet wird, wenn die generierte Menge nicht genau dem erforderlichen Levelabschluss entspricht. Beim Opfern eines Gegenstandes erhältst du die für die Upgrades verwendeten Materialien zurück. Dann hatten wir ja noch das Wasch-Feature, was ja auch neu mit hinzukommt. Waschen erzeugt kein Mana mehr. Gewaschene Gegenstände behalten ihren Goldwert, können aber nicht erneut gewaschen werden und erhalten eine entsprechende Markierung. Verbesserungen an gewaschenen Waffen werden auf die neue Waffe übertragen. Investierte Ressourcen gehen also nicht verloren und werden im Falle eines Verkaufes, einer Verwertung oder einer Opferung gemäß den üblichen Regeln zurückerstattet. Die Closed Beta wird vom 21. bis zum 28. Mai stattfinden, ja, und startet um 10 Uhr, beziehungsweise um 10 Uhr ein Zugangscode per Ingame-Nachricht wird dann verteilt und es können wieder bis zu 2500 Leute auf dem Closed Beta dran teilnehmen, um das neue Feature halt eben ausgiebig zu testen. Das Ganze wird hier wieder irgendwo verteilt werden, also seid da auf jeden Fall schnell. Genau, und das Ganze, wie gesagt, geht dann nächste Woche schon los. Ab nächste Woche Mittwoch startet das Ganze, ja. Am Freitag haben wir ja EU20 Server-Start und wir haben ja auch schon die News bekommen, dass wir nächste Woche einen Elevator kriegen, also das in Kombination mit dem EU20-Start wird auf jeden Fall auch cool werden. Der Elevator startet ja auch schon immer einen Tag vorher, also am Donnerstag, glaube ich, startet der dann offiziell auf allen Servern. Und einen Tag vorher startet der ja schon immer auf F9. Das heißt, auf F9 startet höchstwahrscheinlich der Elevator schon am 21. Offiziell dann überall auf allen Servern am 22. Und dann haben wir den Elevator zum 23. dann zum Release des EU20-Servers dann auch am Start. Also das ist auf jeden Fall dann die kommende Woche und am 21. haben wir dann halt eben auch die Möglichkeit, die Arkane Toilette in der Closed Beta dann zu testen. Also nächste Woche wird, denke ich mal, relativ interessant werden. Mal gucken, was bis dahin noch so alles auf uns wartet. Und ja, das sind erstmal soweit die News. Ich bin sehr gespannt. Ging jetzt doch relativ fix, muss ich sagen, dass jetzt die zweite Closed Beta startet mit der Toilette. Aber generell eigentlich ein Feature, was ich gar nicht mal so verkehrt finde. Also es verleiht so den Gegenständen wieder ein bisschen mehr Wert, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Und wie gesagt, was ich halt cool fand, ist, dass wir halt hier im Zauber- und Waffenladen jeweils dann die Aura des jeweiligen Gegenstands dann angezeigt bekommen. Dann haben wir hier gleich den Aura-Wert mit drin. Hier links oben stand ja dann
der aktuelle Aura-Wert, den man halt eben selbst im Moment gerade hat. Und ja, dann kann man halt eben darauf dann zurückschließen, ob man jetzt gerade hier ein Item vor sich hat, was eben die maximale Aura-Stufe hat und für einen somit halt eben das beste Item ist. Ne? Ich sag mal so, im Late Game auch nachher eher weniger interessant, weil man da ja dann auf die Legendary Items zurückgreift, die man durch den LD bekommt. Ne? Allerdings für Leute, die noch ein bisschen mehr auf Epic-Events oder sowas angewiesen sind, Leute, die halt eben mehr so Serverstart spielen, ist das Ganze gar nicht so verkehrt, um sich da direkt dann den Maximalwert der eigenen Aura bewusst zu sein und halt eben zu sehen, okay, entspricht das Item, was ich jetzt hier gerade gefunden habe, sagen wir mal eine neue Waffe. Wir sind auf der Suche nach einer neuen Waffe und haben da jetzt eine vor uns und wissen jetzt nicht, ist das jetzt die beste für meine Aura-Stufe jetzt gerade oder geht es dann noch besser? Ne? Und das ist halt eben ganz cool, dass das in Zukunft eben jetzt auch mit angezeigt wird. Was ich eigentlich so persönlich mit eins der besten neuen Features finde von diesem Toiletten-Update overall. So, ne? Natürlich haben wir hier auch nachher eine überarbeitete Version, dass wir halt hier so ein kleines Schild an der Seite auch so haben, welches Item wie viel Mana bringt und so. Das ist, glaube ich, bisher auch nirgendwo angekündigt oder ich weiß gar nicht, ob es hier im Info-Tab steht. Hier vielleicht bei Mana. Was für irgendwie was bringt. Ja gut, hier haben wir es drin zu stehen. Das steht das steht dann nachher dann auch hier als Schild dann quasi. Ja. Für die Leute, die Beta-Videos von der Arkan-Toilette gesehen haben, die wissen ja, wie es aussieht. Ne? Dass halt ein Trank 10 Mana hier bringt, ein gewöhnlicher Gegenstand 25, Edelstein 30 und ein epischer oder legendärer Gegenstand jeweils 50 Mana-Punkte. Ne? Das ist dann hier nachher auf dem Schild dann auch nochmal ersichtlich. Dann haben wir ja einen zweiten Tab dann nachher mit der Spülung, dann neben der normalen Arkan-Toilette. Und das ist dann halt eben das grobe Feature. Ne? Und dann bin ich mal sehr gespannt. Ja, ich werde gucken. Ich werde trotzdem so im Verhältnis immer opfern. Also ich werde jetzt zum Beispiel keine Gegenstände jetzt irgendwie opfern, die irgendwie 10 Millionen Gold bringen oder so. Ne, das finde ich nicht worth. Vor allen Dingen, ja, wenn man das dann verkauft und zur Hexe bringt, dann 20 Millionen. Also ich werde auch so eher Gegenstände opfern, die, ja, weiß ich nicht, ein bisschen niedriger vom Wert her so sind. Ansonsten, ja, gucke ich mal, dass ich durch den Legendary Dungeon irgendwie, dass man da vielleicht ein paar Epics bekommt oder sowas, die keinen Gegenstandswert haben, großartig oder sowas, was man dann in die Toilette wirft. Das heißt dann auf jeden Fall, dass man sich aus dem Legendary Dungeon wieder ein paar mehr Epics aufbewahren kann. Das hat man ja früher auch immer so gemacht, als man die Aura noch nicht komplett maximiert hat. Ist bei mir schon Ewigkeiten her. Deswegen muss ich mich da auch erst wieder dann ein bisschen dran gewöhnen, dass das Ganze, ja, dass man jetzt auch wieder an die Toilette denken muss, weil das Feature habe ich in meinem Kopf tatsächlich schon so abgehakt mit, erledigt so, ne? Deswegen mache ich mir da gar keine Gedanken mehr drüber. Aber muss man jetzt natürlich auch wieder machen, damit man dann auch wieder einigermaßen up-to-date bleibt und halt eben auch da wiederum das Maximale rausholt. Ne? Nur halt eben nicht um jeden Preis. Also das Ding ist halt eben, früher oder später habt ihr die Aura sowieso maximiert. Ne? Ihr habt da quasi jetzt, ihr müsst da keine FOMO haben, dass ihr jetzt irgendwie nicht der Schnellste seid, der die Aura-Stufe auf die maximale Stufe bringt. Weil früher oder später, das ist das gleiche wie mit der Edelsteinmine. Es gibt Leute, die skippen sich halt da durch, direkt auf Stufe 100 so, ne, und haben dann halt eben zum Serverstart, was weiß ich, irgendwie viel, viel bessere Steine als die anderen, aber irgendwann ziehen die anderen ja auch wieder nach, die halt eben nicht skippen und ganz normal ihre Edelsteinmine ausbauen und die sind dann auch irgendwann auf 100 und dann seid ihr wieder auf selben Niveau, so, ne, das ist halt so das Einzige, nur, dass der andere ja einen gewissen Progress schneller erreicht hat für eine bestimmte Zeit als ihr halt eben so, ne, aber viel, viel mehr ist es dann auch nicht. Und dasselbe ist halt bei der Aura, ne, vom Klo nachher. Gerade im Late Game, wo man sowieso niemandem mehr was beweisen muss, macht sowieso keinen Unterschied, ob ihr jetzt nun ein Jahr früher fertig seid damit oder ein Jahr später mit der Arkan-Toilette als jemand anderes auf eurem Server, ne, auf der Stufe hier. Weil ihr equipt euch sowieso nicht so oft neu und selbst wenn, dann hat der andere halt im Moment gerade statpunkt-technisch einen temporären Vorteil. Ja, toll. Ja, dafür hat er halt eben wahrscheinlich deutlich mehr Gold geopfert, um halt eben schneller
die Aura-Stufe voll zu kriegen, als ihr es getan habt. Und dann hat der andere vielleicht sogar über die Zeitspanne, wo er zwar schneller fertig geworden ist, trotzdem weniger Progress, weil ihr halt effizienter gearbeitet habt als jemand, der jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, so mehrere Millionen Gold opfert, um halt eben jeden Tag das Maximum an Aura-Stufe rauszubekommen aus der Toilette so, ne? Da seid ihr dann ein Jahr später fertig, habt dann aber effizienter gespielt und ja, dann seid ihr vielleicht sogar am Vorteil. Deswegen opfern, gut und schön, aber auf jeden Fall nicht um jeden Preis. Das wird so, denke ich mal, auch mein Motto sein, wenn die Arkane-Toilette rauskommt und das Feature dann hier ja final ins Game dann implementiert wird. Ne? Jo, das auf jeden Fall dazu. Ansonsten war es das soweit von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.